Das ist der eigentlich die Vasen anfertigt. Ja? Der Ton ist das hier, das ist Ton von Rodos. Wie gesagt, der Ton kann man überall finden. Ist ein Stück Erde jetzt. Die Qualität der Erde verändert sich natürlich von Bereich zu Bereich. Das sind die Elemente der Erde, die machen einen guten Ton oder einen Ton, der nicht von sehr hoher Qualität ist. Auf jeden Fall, um die Erde so zu machen, ist der Prozess auch noch sehr lang. Das wird nämlich gefiltert, ja, immer wieder, so dass keine Steine drinnen sind. Und dann wird gepresst, dass auch keine Luft da drinnen ist. Ja? Und wenn dann man eigentlich nur den Ton hat, dieses Feine, dann kann man anfangen zu formen. Ja? So this is clay, and as I was telling you before, clay from Rhodes, come closer here. Clay from Rhodes is a clay of a very good quality, because you know clay is something that you can find anywhere. I mean, but the quality depends always, because it's the quality of the soil that is different from place to place. I mean, you take the soil until you get this. The procedure is also very long, because you have to filter it again and again and again, removing every little stone, and then you press very hard, because you don't have to leave air inside. Otherwise, when you fire it, it breaks. Okay. So he's working now on a modern wheel. This is a modern electric wheel. The truth is that for centuries, up to the 1970s, people here would work on the old potter's wheel. And have you ever seen an old potter's wheel? You have a big or a small wheel here, and then you have a bigger one underneath, and then with your legs, with your feet, you just turn and you adjust the speed on how you want to work. Well, with the electric wheel, it's different, because it has a certain speed, and you have to adjust to the speed of the wheel. So, wird für uns eine Vase anfertigen. Hier jetzt, das ist eine elektrische Tonscheibe, Töpferscheibe, Entschuldigung. Also die alten Töpferscheiben waren in Wirklichkeit auch nicht sehr verschieden. Nur gibt es eine untere, größere Scheibe, mit den Füßen drehte man, und man konnte sich natürlich auch anpassen, oder man konnte die Geschwindigkeit irgendwie regulieren. Das hier jetzt hat eine bestimmte Geschwindigkeit, also der die Vase formt, der muss sich anpassen. Ja? Das ist auch der Grund, warum man wirklich auch viel Erfahrung braucht, um in einer solchen modernen Töpferscheibe zu arbeiten. Amen. Okay, also erst einmal muss er das Zentrum finden, ja? Weil wenn das nicht im Zentrum ist, dann fliegt es weg. Hier, ja? So, first of all, he has to find the center. So to put it in the center, because from there, he will start forming the vessel. So, I mean, the clay is wet. So he's using water, yeah, to make his fingers wet, and this is how he will form the vessel. I don't know if you've ever tried. A lot of people have it as a hobby. They like it, yes. And those who have tried, they know that working on the potter's wheel is not easy. You need experience. You have to be consistent. You have to try again and again. Otherwise, you will never really manage to form a proper vase. What the most difficult part actually is to form what they call the neck of the vase. I mean, now you see that he's making it longer, and then he will close it on top, and then he will open it again. And this is the most difficult part of the procedure. Ich weiß nicht, ob Sie jemals probiert haben, mit Töpferscheibe zu arbeiten. Also viele Leute, die ich kenne, die haben es als ein Hobby. Und wissen Sie, Töpferscheibe ist nicht sehr einfach. Da muss man also wirklich Erfahrung haben, man muss viel üben. Das ist jetzt der Ton, der ist zwar relativ trocken, aber ist aber nicht ganz trocken. Er benutzt Wasser, und der schwierigste jetzt in diesem Prozess ist, diese Vase, den Hals sozusagen von der Vase zu formen. Also die Vase zumachen dann oben und dann wieder aufmachen. Ne? Jetzt, wenn die Vase trocken ist oder fertig geformt ist, was man normalerweise tut, man lässt sie trocken. Und zwar im Schatten, nie in der Sonne, weil das Ziel ist jetzt, dass der Ton langsam seine Feuchtigkeit verliert. Und dann wird gebrannt in sehr hohen Temperaturen. Sie müssen wissen, dass Keramik hat einen bestimmten Preis, immer je nachdem, wie lange man brennt, ja, und in wie hohen Temperaturen. Da verändert sich eigentlich die Farbe total. Da haben Sie diese Terrakotta-Farbe, ja, also das hier wird rötlich, und dann wird bemalt, und dann wird noch einmal gebrannt, um die Farben zu stabilisieren, und das ist die typische Keramik sozusagen von Rodos, ja. So look how he's doing it. This is a simple form, but what he's going to do, or what he's doing, the process goes like this. Once you have the vase ready formed, you have to let it somewhere to dry. Well,
You don't put it in the sun because the aim here is that the clay loses humidity slowly. It can go up to 6, 7, 8 days, depends always on the humidity of the air. And then they fire them in very high temperature. That means that the color changes totally. It's the color that you know as terracotta color. So basically the price of pottery depends always on how long